Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stories, The Path of Destinies. Wir versuchen weiter den Skyripper zusammenzusetzen. Und finden erstmal eine Kiste, sehr schön, mit ganz vielen... Wow, das hat sich gelohnt. Windextrakt, Wasserextrakt, ganz viele Erze. Ich würde gerne ein bisschen Heilung sehen. Jetzt mal gucken. Jetzt ist schon wieder hier die Frage, was ist optional? Reynardo hoped there weren't bats. Bats freaked him out. So. Es kann weitergehen. Oh, was haben wir denn hier schon? Herunterspringen. Haha. Dass wir wieder ein paar Kisten mitnehmen. Jetzt können wir ihn unterspringen. Sieht doch einladend aus. Oh, schon wieder so viele Wege, die sich hier teilen. Ah, sehr schön. Reynardo loved to improve his gear. Oh ja. Im Moment laufe ich zum Glück immer erstmal den, ja, in Anführungsstrichen falschen Weg. Something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Also im Prinzip erstmal den, ja, das Optionale da, wo ich auch hin möchte. Das gefällt mir. Schon wieder. Ich finde, das sieht aber schon hier cool aus, ne? Muss doch irgendwann, ich wollte gerade sagen, es kann doch bestimmt irgendwann wieder kämpfen. Oh, ich dachte, ich hätte den Zauberer schon. Wow, ihr seid ein paar viele, ne? Ja, sicher. There were fewer and fewer trees. There were only these huge crystalline growths. Had those been here before? He no longer heard birds except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest. The mice and rabbits. Where had they gone? And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be. Ja, Gesundheit wäre jetzt echt mal cool, ne? Oh nein. Ja, toll. Wallabies, he thought. Why did it have to be wallabies? Oh nein. Ah, okay. Schön, dass hier direkt ein Checkpoint war. Und man kriegt nicht die volle Energie zurück, sondern ein bisschen. Bin ich mit einverstanden. Ah, das ist schon wieder ein Schildtyp. He was in a swirl of newly remembered knowledge. He needed to focus. Schade, ich wollte eigentlich zu dem Altar hin, aber ich darf nicht. Oh, da haben wir es. The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark arts and he hadn't liked what he smelt and saw there. This felt like that. As quick as he could,
He wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. Maybe Lapino wasn't such a good friend. Yeah, that made him feel better. He carried his prize back to the Farfarer. Now, he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Oh, das ist jetzt die Frage. Hol dir Hilfe bei den Wissenschaftlern. Der Skyripper war komplett. Die Superwaffe konnte dem Wahnsinn des Imperators ein Ende setzen. Aber hatte Reynardo sie richtig zusammengesetzt? Würde sie im entscheidenden Moment funktionieren? Die Wissenschaftler auf dem Nexus hätten sicher Antworten auf all seine Fragen. Keine Zeit für solche Umstände. Greife den Außenposten an. Aber würde sie im entscheidenden... Aber würde sie im entscheidenden Moment funktionieren? Vielleicht sollte er einen Feldtest durchführen und der imperiale Außenposten auf dem Nexus war das perfekte Ziel. Ich gehe mal spontan hier hin. Well, of course. If you've just assembled a weapon out of legend that can exile gods from the world, you'd want to have a scientist or two look at it. And even if they disagreed and he had time, he could ask Calaveras himself. Yes. The observatory would be his objective. Why had the parts of the Skyripper only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had dismantled it? The mad Emperor Isengrim had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Was that why these ancient artifacts were rising out of the ground? How perfect, then, that the Skyripper would reappear to be his destruction. Okay, dann bringen wir den mal zur Insel. Warte. Ah, ja. Das brauchen wir auch, die Gesundheit. Ja, vor allem, wenn die jetzt schon wieder auftauchen. Und ich bin froh, dass ich das mit dem Schild geskillt habe. Das war wirklich sehr nützlich. Nahrung oder so? Nein, aber eine Truhe. You know, ore is pretty heavy to carry. You know what's not? A new sword. Ja, das stimmt wohl. Ah, hier sind wir jetzt. Wunderbar. Was machen wir denn dann als nächstes? Machen wir das mal. Oh, hi. Wow, 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 die habe ich jetzt... Ich habe mich gerade so auf den Magier konzentriert. Ja, wieder auf den Magier. Magier. Where Reynardo went next, we cannot follow. Yet. Ach, nee. Okay, nochmal neu. Versuchen wir jetzt mal ein bisschen besser zu kämpfen und haben direkt schon wieder kassiert. Das ist so unglaublich. Zauberer ist immer noch da.
legendary weapon was exactly what the rebellion needed. They were outnumbered. The once kind emperor had become a tyrant. But his ravens stayed loyal, for he fed them his victims, and the other animals were too frightened to rebel. Reynardo shuddered at what the emperor was trying to do. To bring back the lost gods, the Black Harvest, the Black Sun? No. He would stop that toad, no matter what the risk. Jetzt ist wieder die Frage, wohin? He was sort of yanking his own chain, wasn't he? Gut, dann geht's weiter. If they didn't want their things broken, they really ought to make them stronger. Ich mag immer diese kleinen The Nexus Einblendungen. Observatory had the Empire's most renowned scientists, working by themselves without interference. At least, so far. Ah, eine Werkbank und wir können sogar was machen. Erstmal Juwelen, da haben wir jetzt ja einmal was gefunden. Erhöht den Angriffstempo um 10%, das klingt auch sehr gut. Ja. Jetzt Schwert. Okay, wir können zum einen Winterdorn machen oder das hier aufbessern. Ich will jetzt aber erstmal sagen, wir holen uns... This sword from the frigid north was really useful for making popsicles and birdicles. Erstmal alle Schwerter. Aufbessern können wir die immer noch. Ja, ist schon wieder die Frage, wohin. Ach, ich kann nur hier hin, okay. Oh. Oh, I see. Ich sehe, was von mir gewollt wird. Coole Idee. Wow. Echt eine coole Idee. So, was haben wir hier wieder für Katastrophen? Was bist du denn? Some people were just liable to explode if you upset them. Oh, cool. Nimm dich vor explodierenden Raben in Acht. Werden sie getroffen oder geworfen, dann explodieren sie nach wenigen Sekunden. Nutze sie zu deinem Vorteil. Also sprich, wenn ich... Ja. So nicht. So nicht. Ich wollte ihn eigentlich greifen. Und eigentlich auf den Typen schleudern, aber... kam jetzt nicht ganz so gut. Ist okay. Oh, das sind die Explosions. Ich habe sie jetzt nicht so richtig gesehen. Verdammt. Okay. Reynardo had been in boat crashes that were more fun. Da hatte ich jetzt eben nicht so richtig registriert, dass das die Explodierenden sind. Muss man jetzt echt aufpassen und ich bin so im Arsch. Oh, endlich ein bisschen Gesundheit. Sehr gut. Na, bin ich am Ziel? Reynardo was thrilled.
The scientists seemed to think he'd put the Sky Ripper together right. But one toad was worried. Yeah, Sky Ripper could tear a hole in existence itself. There are invisible strings that tie the universe together. If Sky Ripper cut one, the hole would widen and widen till our whole existence fell into it. Another toad sighed. Irving still believes in string theory. At least go see Calaveras. Yeah, said the worried toad. He knows more than anyone else has forgotten about the Transcendent Emperor. If anyone could tell him how to use this weapon safely, it would be Calaveras. It was he who had told Reynardo how to find it in the first place. But maybe he had to give up on using it as a weapon. Maybe he had to go to the secret rebel base and ask the generals there what he could do with a weapon that he dared not use. Calaveras würde es wissen. So konnte der Skyripper die Existenz selbst zerstören, wenn es auch nur die geringste Chance gab, dass das der Wahrheit entsprach. Calaveras, der weise Einsiedler, war ein Experte in Sachen legendäre Artefakte. Wenn es einem gelingen konnte, Reynardos Zweifel auszuräumen, dann war er es. Wie benutzt man eine Waffe, die man nicht benutzen kann? Reynardo musste vom Schlimmsten ausgehen und konnte den Skyripper nicht verwenden. Vielleicht sollte er ihn zum Rebellenstützpunkt zurückbringen. Vielleicht gab es eine Möglichkeit, die Superwaffe zu nutzen, ohne sie einzusetzen. Well, he should have known he'd have to consult Calaveras again. The scientists at the observatory were smart enough. But what did they know of the Transcendent Emperor? He hoped it wouldn't delay him too long. The rebels had scheduled the final battle soon. Every day they delayed risked the exposure of the secret base. And some soldiers were already drifting back to their homes and families. Calaveras would fix the Sky Ripper for him. And then he would win the final battle. Maybe it was the cold, but after a few steps, Reynardo's optimism started to slump. What if Calaveras couldn't help? Did Reynardo dare use the Sky Ripper? Oh, he hated that he had chosen this path. It was so much simpler to rescue friends and attack enemies, even if some of those friends were more trouble than his enemies. Some of those enemies had been friends before and might be lovers after. No, okay, it wasn't all that much simpler, no. Physics made his brain hurt. That, at least he was sure of. Gut, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.